Wenn ihr mehr über die neuen Dribbling-Möglichkeiten in EA Sports FC 24 erfahren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. In dem Deep Dive Gameplay Trailer wurde zwar nichts von den neuen Dribbling-Varianten erzählt, aber in den Pitch Notes wurden diese spezifiziert und ich kann euch schon sagen, dass 2 Dribbling-Varianten einen wahrscheinlich sehr großen Einfluss auf das neue Spiel haben werden. Also bleibt dran, damit ihr am Anfang von EA Sports FC einen Vorteil habt. Die erste Dribble-Technik ist der A4 Dribble Touch, dann gibt es noch das Orbit Dribble und das dritte ist der Controlled Sprint. Es ist eine Zwischen-Sprint-Variante, die aber dadurch eine neue Dribbling-Technik ermöglicht, aber dazu später mehr. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Wie ihr hier schon im Hintergrund sehen könnt, ist der A4 Dribble Touch eine Möglichkeit, entweder bei einer First Touch Ballannahme oder auch im normalen Dribble schnell die Richtung zu ändern und den Ball ein bisschen vorzulegen, sodass mehrere neue Möglichkeiten entstehen. Und ich denke, wir schauen uns hier direkt nochmal die Möglichkeiten an. Hier einmal zack, Ballmitnahme und hier einmal zack in die andere Richtung. Somit seht ihr schon, dass ihr bei jeder Ballannahme in verschiedene Richtungen den Exit-Move machen könnt und dadurch flexibel bleiben könnt bei der Ballannahme, was extrem stark ist. Und ihr führt den Ganzen aus mit R1 und rechter Stick. Wenn ihr den rechten Stick nur kurz flickt, wird der Ball auch nur eine kleinere Distanz vorgelegt. Das seht ihr zum Beispiel hier, zack, war nur ein kurzes Vorlegen. Das seht ihr hier, war nur ein kurzes Vorlegen. Aber wenn ihr den rechten Stick länger haltet und dabei R1 drückt, dann wird der Ball auch deutlich weiter nach vorne vorgelegt, wozu wir auch gleich nochmal ein Beispiel haben. Und dadurch habt ihr sozusagen die Möglichkeit, desto mehr Raum ihr hinter euch entdeckt oder wo ihr diesen Flick hinmachen wollt, desto mehr Raum ist, desto mehr kann es von Vorteil sein, wenn ihr den Stick länger haltet. Wenn ihr aber in einem engen Raum seid und nur einen schnellen First Touch braucht, um danach aber wieder genau die Kontrolle zu halten, würde sich einfach nur das rechte Stick flicken lohnen, damit ihr euch wieder Platz schaffen könnt. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Auch eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr den A4 Dribble Touch dafür nutzen könnt, um Schüsse und Pässe abzubrechen. Das heißt, ihr habt einen Pass eingegeben, dann könnt ihr mit R1 und rechter Stick flicken, sozusagen A4 Dribble Touch machen, anstatt den Pass zu spielen, den ihr schon eingegeben habt, oder auch den Schuss zu schießen, den ihr schon eingegeben habt. Ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um auf die Schnelle einen Schuss oder einen Pass abbrechen zu können. So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Das ist sozusagen ein perfektes Beispiel, um die beiden Varianten, einmal diesen kurzen Flick, Vorlage, und einmal diesen langen Flick mit dem rechten Stick anzuschauen. Weil hier kommt der Gegner, ihr macht einen kurzen Flick, vorgelegt, und jetzt kommt der nächste Gegner und ihr haltet den rechten Stick länger und drückt dabei R1 und dann macht er ihn viel weiter nach vorne und ihr seid sozusagen durch. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich im 1 gegen 1 gegen Verteidiger, und deswegen glaube ich, dass der A4 Dribble Touch beziehungsweise generell dieses A4 Dribbling extrem OP werden kann, vor allem in Kombination mit der zweiten Sache, diesem Controlled Sprint, worauf ich später noch eingehen werde, also bleibt unbedingt dran. Ich denke, das zusammen kann extrem variabel dich in der Offensive machen. Aber die nächste Situation ist, ihr geht sozusagen auf den Gegner zu und dadurch, dass ihr schnelle Richtungsänderungen machen könnt und indirekt bestimmen könnt, wie weit der Ball vorgelegt werden soll, kann es euch ganz neue Räume öffnen, wie zum Beispiel hier, ihr täuscht sozusagen nach außen an, macht dann ein 1-Dribbling nach oben und kommt so an dem Gegner vorbei. Und das ist auch eine sehr interessante Szene. Das erfordert, glaube ich, viel Skill, weil dieser Typ ist gerade im Vollsprint. Und jetzt dieser kleine Touch, der da eben war, nochmal mit R1 und rechte Stick. Ihr seht es hier nochmal besser.
erst jetzt im Vollsprint und zack, dieser kleine Touch ist R1 und den rechten Stick ein bisschen geflickt, was euch nochmal diesen extra Ausrichtung gespart habt, dass ihr nicht in die Grätsche reingelaufen seid. Aber das ist, glaube ich, Next Level, wenn du im Sprint nochmal ein R1 Vor-Dribble-Step einbauen kannst, weil da ist wirklich crazy Timing am Start, aber dazu, wie du es lösen kannst, auch mit dem Controlled-Sprint am Ende des Videos nochmal mehr. Und eine weitere Szene ist auch noch hier mit De Bruyne. Dieses Game habe ich sogar live gesehen, aka Hypermotion V, gegen PSG in der Champions League. Und da hat er nämlich genau diesen Move hier gemacht. Und den könnt ihr jetzt sozusagen auch ausführen. Es hängt natürlich trotzdem vom Dribblingwert des Spielers ab, inwiefern genau und effizient das kommt. Aber in diesem Fall wird sozusagen R1 gedrückt und der rechte Stick sozusagen hier diagonal in diese Richtung gepflegt. Und dann könnt ihr den zack, so mit so einem kleinen Move aussteigen lassen. Vor allem aber diese Mitnahme mit dem Außenriss von De Bruyne. Ich glaube, das ist dann auch nur De Bruyne-like. Und das wird nicht jeder machen. Ich denke, die meisten werden einfach dann sozusagen hier nach unten weiterlaufen. Aber so könnt ihr natürlich auf kleinstem Raum euren Gegenspieler immer noch ausweichen können mit dem Vordribbel. Und deswegen glaube ich, dass es sehr oft genutzt werden sollte. Wie es sich natürlich in-game verhält, wissen wir noch nicht. Aber ich glaube, es kann auf jeden Fall in jedes Spiel im offensiven Bereich gut eingebaut werden und natürlich auch probiert werden. Also wenn sozusagen das Game gerade rauskommt, ihr vielleicht sogar Early Access habt und Drafts oder sowas zockt, dann solltet ihr eventuell auch mit R1-Dribbling mal testen und die weiteren Dribbelarten auch testen, um besser reinzukommen, sodass ihr eventuell, wenn der offizielle Release dann ist am 29.09., ihr eventuell schon einen kleinen Vorteil habt, weil ihr besser wisst, in welchen Szenen, in welchen Momenten ihr eventuell E4-Dribble oder Controlled Sprint oder eine andere weitere Dribbeltechnik nutzen könnt. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. So, und dann kommen wir jetzt zur zweiten Dribbeltechnik, dem Orbit Dribble. Und ich glaube, das wird eher nur eine Randnotiz werden. Ich glaube, vor 2 Jahren gab es eine ähnliche Dribbeltechnik, die eingeführt wurde, die aber so gut wie niemand genutzt hat. Und ich glaube, beim Orbit Dribble wird es ähnlich sein. Es gibt vielleicht nur 1, 2 Situationen, wo es sinnvoll sein kann, aber dazu gleich noch mehr. Und beim Orbit Dribble ist es sozusagen so, dass ihr eure Körperposition des Spielers anpassen könnt, ohne dabei den Ball zu berühren. Das heißt, ihr könnt euch sozusagen mit dem Spieler einfach um den Ball herum bewegen, ohne den Ball damit zu berühren. Das führte mit Halten von L2, L1 und dem linken Stick aus. Und dadurch, wie in diesen Beispielen, könnt ihr sozusagen euren Körper um den Ball bewegen, zack, ohne diesen Ball damit zu berühren. Ich glaube, in den wenigsten Fällen wird es wirklich genutzt werden. Es kann nur hilfreich sein, dass ihr das nutzen könnt, bevor ihr einen Abschluss macht. Sagen wir, ihr lauft von links außen rein und seid sozusagen in einem Schlenzer-Spot, dass ihr eventuell euch nochmal ein bisschen mehr nach links verschiebt, sodass ihr mit dem rechten Fuß nochmal deutlich bessere Schlenzposition, Ausgangsposition habt. Vor allem, wenn der Raum eventuell ein bisschen kleiner ist, um euch so im letzten Moment noch auszurichten, anstatt den Ball eventuell gegen den Torwart oder den Gegenspieler zu schießen. Aber ansonsten, glaube ich, wird Orbit Dribble jetzt nicht wirklich oft genutzt werden. So meine Meinung. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass es in gewissen Spots wirklich extrem gut abgeht, aber ich glaube, dass es nicht so einen großen Einfluss haben wird und es nicht so viele nutzen werden. Und jetzt kommen wir aber zu dem Teil, wo ich glaube, diese neue Dribbling-Technik, beziehungsweise ist es eigentlich eine neue Sprint-Technik, die kann, glaube ich, richtig offensiv für Furore sorgen. Nämlich, es wird sozusagen mit dem Controlled Sprint eine neue Dribbling-Speed eingeführt, das sozusagen schneller ist als
als das normale Laufen, wenn ihr sozusagen nicht die L2-Taste haltet, aber langsamer ist, als wenn ihr komplett sprintet, also komplett die R2-Taste haltet. Das heißt, es ist sozusagen eine neue Sprintgeschwindigkeit, schneller als ohne R2, aber langsamer als mit R2. Aber dadurch ist es nun möglich, dass bei dieser ein bisschen verringerten Sprintgeschwindigkeit ihr aber dadurch auch mehr Ballkontakte habt und mehr Kontrolle dabei habt. Und diesen Control-Sprint führt ihr durch Halten der R1-Taste aus. Und honestly, ich weiß nicht, ob es wirklich so geplant war von EA, aber ich glaube, diese Tastenlegung mit R2 Control-Sprint und, wie wir ja gelernt haben, R1 und rechter Stick flicken für a 4-Dribble-Touch ist enorm schlau gelöst, weil ich glaube, und das meinte ich vorhin mit, wenn ihr die beiden kombiniert, kann es extrem stark sein. Wenn ihr nämlich R1 drückt und im Control-Sprint seid, könnt ihr eventuell das kurz loslassen, R1 rechter Stick ins E4-Dribbel nutzen und dann habt ihr so eine crazy Möglichkeiten. Inwiefern es wirklich in-game funktioniert, wissen wir alle noch nicht. Aber wenn du das hinbekommst, honestly, wird es so schwer verteidigbar sein, weil allein der Control-Sprint schon sehr crazy sein wird. So, wie gesagt, und das ist die erste Szene. Erst Vollsprint und jetzt dieses R1. Du führst den Ball enger, bist trotzdem noch schnell und kannst abschließen. Und hier ebenfalls, du sprintest, jetzt hältst du R1, Control-Sprint und kannst enger Ball führen und, wie gesagt, zwischen diesen beiden Mittelfeldspielern da durchgehen, was so nicht kontrolliert möglich war. Und auch im Abschluss kannst du nochmal kurz verzögern und dann einen richtigen Abschluss machen. Und was sich sozusagen jetzt noch geändert hat durch die Veränderung des Control-Sprints auf R1 und des Vordribbel auf R1 und rechter Stick, ist nun das R1-Dribbling, was ja auch extrem stark in FIFA 23 jetzt war, wird jetzt sozusagen auf L2, R2 linker Stick umgelegt. Das heißt, das L2, R2 Dribbling wird wieder am Start sein und das R1 Dribbling aus FIFA 23 ersetzen bzw. umgelegt werden. Und das L2, R2 linker Stick Dribbling, was eigentlich nicht wirklich genutzt wurde in FIFA 23, weil es nicht so stark war, wird jetzt auf L2, R1 und linker Stick umgelegt. Ich hoffe, ihr konntet die neuen Dribbling-Arten für euch entdecken. Ihr wisst, wie sie umzusetzen sind, meine Meinung dazu, was ich glaube, wie diese nutzbar sind und wie sie in-game eventuell sich auswirken könnten. Ihr könnt gerne nochmal eure Kommentare dazu schreiben, was ihr glaubt, welche Dribbling-Technik gut funktionieren wird in EA Sports FC 24 und welche eher unter das Radar fallen wird oder eventuell mit dem nächsten Patch gleich weggenommen wird. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, liked das Video und teilt das Video auch mit FIFA-Freunden von euch, damit die in EA Sports FC am Anfang direkt einen Vorteil haben, weil sie gewisse Dribbling-Techniken oder andere Möglichkeiten auch sehen. Und wenn du noch mehr wissen willst, was in EA Sports FC sich geändert hat, dann schau dir unbedingt die EA Sports FC Neuigkeiten Playlist von mir an. Dort erfährst du wirklich alles, was angekündigt wurde, sodass du da auf dem neuesten Stand bist. Und zum Ende sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.